Ihr habt nach dem Set und nach den Produkten immer wieder gefragt und beim lieben Mo rennt ihr da offene Türen rein. Ich muss es jetzt machen, Gentle Monkeys Profi-Pflegeset bei uns im Video. Ja, in vielen Videos und Instagram Stories ist euch das Paket schon aufgefallen, weil es bei uns in der Ecke stand. Gentle Monkeys gibt schon tatsächlich gute Videos drüber, kann ich auch empfehlen. Detailing School hat das mal sehr viel ausführlich in 2 Videos sich angeguckt. Aber weil hier drauf steht Profi-Pflegeset, hat Mo gesagt, wir sind Profis, das ist ein Pflegeset für Profis, dann machen wir es mal. Mein neuer Fang, muss dran glauben, E46 318 Coupé, so gekauft wie er steht, also selber noch gar nicht gewaschen, noch nicht mal angemeldet, also quasi perfektes Objekt dafür, ist zum Glück noch nicht aufbereitet, deswegen gönne ich ihm die Pflege mit Gentle Monkeys. Die Idee ist, wir gucken, wie weit wir mit diesem Set hier kommen. Hier sind 20 Nasstücher und ein Trockentuch mit bei. Ich denke mal, wir werden vielleicht noch mal ein Trockentuch mit dazu nehmen, weil das tue ich meinem Auto jetzt nicht an, aber wir werden nur mit diesen Tüchern arbeiten. Das heißt, das komplette Auto außen und, wenn noch Tücher übrig sind, auch innen, ohne weitere Hilfsmittel, nur mit den Tüchern reinigen. Klammer auf. Achtung, grobe Verschmutzungen müssen vorab entfernt werden. Okay, das heißt, wir spülen das Auto einmal mit Wasser ab, damit der Sand runterkommt, auch wenn das Auto jetzt nicht grob verschmutzt ist. Aber ich meine, ich verstehe darunter Partikel. Deswegen, wir spülen das Auto jetzt einmal ab und machen dann eine komplette Reinigung mit den Tüchern. Und dann gibt es ein Fazit. Klammer zu. Ich dachte mir, ich lasse mich mal vom Ergebnis überraschen, habe gerade nebenan, also was heißt nebenan, auf dem Waschplatz ein anderes Video für euch gedreht und in der Zeit durften die beiden Jungs hier einmal wüten. Marcel, was sagst du zu den Tüchern? Hervorragend. Die Tücher machen den einen oder anderen Schmutz weg, aber... Möchtest du gerne jeden Tag mit den Tüchern arbeiten? Nein. Beurteilen wir mal das Ergebnis. Also der Wagen war jetzt nicht wirklich doll schmutzig, aber einfach lange ein bisschen schmutzig. Die Oberflächen sind... Ja, ich tatsächlich relativ sauber. Hier und da ist noch so eine Anhaftung da, die wir vielleicht mit der Wäsche auch nicht mit. Aber, also, wie ihr hört, hört ihr nichts. Also tatsächlich haben die Tücher sogar anhaftenden Schmutz entfernt. Und das Auto war vorher wirklich komplett picklig. Also wirklich extrem. Ja, Reinigungsergebnis, so schockiert wie ich bin, muss ich sagen, kann ich nicht meckern, ist sauber, ging auch echt schnell, muss ich jetzt sagen, zu zweit. Aber also, wir brauchen uns jetzt natürlich nicht unterhalten. Ich habe vorher schon gesagt, das ist jetzt keine Art und Weise schonend, sein Auto zu waschen oder überhaupt eine Alternative in irgendeiner Form in den, sage ich mal, in dem Verständnis, wie wir, also du und ich, Autopflege verstehen. Für den Endkunden wird es wahrscheinlich ein schöner Blender sein. Ne? Ich wische damit drüber, das Tuch ist am Ende schwarz, der Lack ist sauber. Was am Ende mit dem Lack passiert, braucht man sich keine Vorstellung machen. Wie gesagt, wir brauchen jetzt bei dem silbernen Auto nicht nach Kratzern gucken, aber ich garantiere euch, da sind Kratzer am Lack nach dem Verschmutzungszustand. Wisst ihr, wie viele Tücher ihr ungefähr gebraucht habt? 14, 15. 15 Tücher für ein ganzes Auto außen, also haben wir noch 5 für den Innenraum, finde ich gut. Das dürft ihr nämlich auch noch ausprobieren. Ja. Also ich muss sagen, Challenge, ja, hat irgendwie geklappt. Also Auto ist auf jeden Fall erstmal sauber. Wir haben hier und da noch mal ein paar Schlieren, die jetzt schwer für die Kamera einzufangen sind. Einfach so wie so Wasserflecken vom Wischen, die man nicht richtig abgewischt bekommen hat oder zu langsam. Die Scheibe ist übrigens von innen so dreckig, nur falls sich einer fragt. Das ist tatsächlich nicht von außen. Aber wir werden es auch noch zur Scheibenreinigung ausprobieren. Ich würde sagen, weiter geht's am Innenraum. Und dann, polieren und versiegeln. Ach so, ja. Mo, gute Erinnerung. Es hieß ja polieren und versiegeln. Ja, polieren, es kann nichts polieren im Sinne von Kratzer entfernen, durch Lack abtragen. Aber wir gucken mal, ob es versiegelt hat. Marcel, hol mir mal bitte eine Wassersprühflasche. Wir gucken mal, ob das Auto jetzt perlt. Okay, let's go. Naja, also man muss sagen, die Haube hat überhaupt kein Beading und Cheating am Abkehrchen, habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Also ja, mehr als vorher, aber hier von der Versiegelung zu sprechen, im Sinne oder in dem Sinne, wie wir sie verstehen, nein. Aber so ein bisschen, wenn es jetzt hier so drauf regnet quasi, also wir haben eine Fleckenbildung, keine Tropfenbildung, keine Lachenbildung, aber irgendwas dazwischen. Also irgendwas macht es auf die Oberfläche, was die Oberflächenspannung verändert und was das Wasser etwas mehr abperlen lässt als vorher. Aber jetzt hier von Versiegeln zu sprechen, glaube ich, ist deutlich drüber. Ich würde sagen, wir machen mal weiter im Innenraum.
Ich halte es hier echt kaum aus, mir tränen schon fast die Augen. Ich finde, es riecht so krass nach Aceton, also ich finde, es riecht eigentlich wie Nagellackentferner. Mo weiß gar nicht, was ich meine, aber gut, das mag vielleicht an anderen Sachen liegen, aber das macht jetzt nichts. Ja, Stefan. Vielleicht wegen der Brille. Vielleicht wegen der Brille wahrscheinlich. Ich glaube, sauber macht's halt, ne? Aber das ist jetzt auch nicht schwer, wenn ihr Aceton im Innenraum benutzt, ja, macht es auch sauber. Aber es stinkt halt, ne? Das ist halt ganz schön, ist nicht schön. Und auch für Oberflächen. So sauer, ne? Das ist ja, es ist halt einfach nicht schonend. Darauf können wir uns definitiv einigen. Es macht auf jeden Fall sauber, da kann man sich wirklich nicht drüber streiten. Aber wie gesagt, ich vermute, wenn ich mir von meiner Frau einen Nagellackentferner mitnehme, den auf so ein Einwegtuch kippe und damit drüber reibe, macht es halt auch sauber. Ne? Von daher ist das jetzt nicht das Maß aller Dinge. Und also für Stoff ist es nichts. Ne? Das steht auch für glatte Oberflächen. Was mich interessieren würde, Stefan, mach bitte auf jeden Fall nochmal die Scheibe mit einem sauberen Tuch und dann wischen wir nach, ob das sauber ist. Weil das wäre wirklich eine Alternative oder ein Anwendungsbereich, wo ich keine Bedenken habe, dass die Inhaltsstoffe der Scheibe schaden. Tatsächlich die einzige Oberfläche, wo man es vielleicht in irgendeiner Form empfehlen kann, wenn jemand dringend zwischendurch das Bedarf hat, sein Glas zu reinigen kann, dass ich so eine Box ins Auto packe. Wobei, da geht es auch schon wieder los. Ist die Tüte offen, ist die Box nicht mehr dicht und dann strömen da die ganze Zeit diese Lösemittel in eurem Auto durch die Gegend. Also ich glaube, das ist auch nicht so prickelnd. Ja, am Ende, ja, Fazit hebe ich mir noch bis ganz zum Schluss auf und dann gucken wir mal. Sauber ist sie auf jeden Fall. Die Scheibe stockt auch beim Abwischen, was ein gutes Zeichen ist. Die ist wirklich streifenfrei. Was wir ein bisschen drauf haben, sind Fussel. Das liegt, glaube ich, an dem Tuch, was jetzt nicht dafür zum Nachpolieren geeignet war. Aber die Scheibe ist tatsächlich sauber, fleckenfrei, streifenfrei. Also hier muss ich wirklich sagen, es funktioniert und ich habe auch keine Bedenken aufgrund der Inhaltsstoffe, dass da irgendwas kaputt geht. Also für den Anwendungszweck funktioniert es. Auf der anderen Seite ein feuchtes Mikrofasertuch und ein trockenes funktioniert genauso gut. Aber gut, wir sind eigentlich einmal durch mit allen Oberflächen. Meine Skepsis ja, ist immer noch da. Wir wollen aber mal gucken, wann diese Packung denn leer ist. Die Jungs machen jetzt noch so lange weiter, bis leer ist und dann gucken wir mal, wie lange es bei dem Auto gereicht hat und was ich jetzt abschließend dazu sage. Ja, die Jungs sind tatsächlich einmal durch den Innenraum gekommen. Was dann nicht mehr gereicht hat, waren die Scheiben. Oder für die Scheiben hat es nicht mehr gereicht. Kunststoffoberflächen, innen die lackierten Oberflächen, auch um die Sitze rum, alles einmal abgewischt. Außen ist der Wagen sauber. Wie gesagt, war jetzt kein ernst gemeinter Test, sondern einfach mal eine Challenge auch für die Jungs. Die haben mich total gefreut. Ich bin ein bisschen high von dem Zeug, aber gut, macht ja auch nichts. Ist auch mal ganz schön, so nochmal was kostenlos dazu zu bekommen. Wie gesagt, ich habe es zwischendurch immer wieder gesagt, das ist für mich, hat nichts mit schonender Autopflege zu tun. Es macht sauber, das kann man wirklich sagen. Das macht sauber, sowohl außen als auch innen. Und da war Schmutz drauf, das war richtig picklig, das Auto. Und es hat es wirklich abbekommen. Der Innenraum ist sauber, die Kunststoffoberflächen sind schön matt, die Fenster werden sauber. Also sauber macht es definitiv. Dennoch absolut keine Empfehlung für jeden, der was auf irgendwie Werterhalt oder Oberflächenschutz gibt. Deswegen war eine lustige Challenge. Wir haben tatsächlich mit einer Packung ein ganzes Auto gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Die Packung ist jetzt leer, wandert im Müll. Bis dann, hau rein.